Moin zusammen, ich bin Christopher Niemöller von der NQT GmbH. Heute sprechen wir über das Thema 5G und 5G RedCap in der Energiewirtschaft. Wie ihr wisst, gibt es verschiedene Mobilfunkstandards und früher hat mal alles angefangen mit 2G. 2G oder GSM GPRS ist ein relativ alter Standard, den man vor vielen, vielen Jahren eingeführt hat. Und damit wurden viele Geräte vernetzt. Man hat es auch auf dem Handy genutzt, aber es wurden auch sehr viele MTM-Geräte vernetzt. Das heißt also zum Beispiel sind viele alte Wärmezähler oder andere Großzähler immer noch per 2G angebunden. Die 2G-Netze sterben so langsam aus und deshalb wird da jetzt gerade viel auf 4G umgerüstet. Aber auch die Umrüstung auf 4G ist schon wieder etwas in die Jahre gekommen. 4G gibt es auch seit vielen Jahren und das ist der Funkstandard, der heutzutage bei allen Smart Meter Gateways und vielen anderen Netzsteuerungen genutzt wird. Dieser wird jetzt so langsam, aber da muss man wirklich sagen langsam, durch 5G ersetzt. Vielleicht kennt ihr das ja schon von euren Handys, die teilweise im 5G-Netz sind. Das 5G-Netz bietet eine Reihe von Vorteilen und zwar vor allen Dingen, dass ich noch höhere Bandbreiten erzielen kann, also mehr Daten schneller übertragen kann und dass die Latenzen geringer sind. Also dass Daten schneller und gesichert schnell von A nach B kommen. Das Ganze ist für die Energiewirtschaft sehr spannend, wenn es um Themen geht wie die Vernetzung von Leitstellen oder um Großanlagen, die wirklich viele Daten übertragen, die Daten zentral anliefern müssen. Für den Bereich Metering und Substations ist 5G bisher nicht so das Riesenthema. Das ändert sich aber gerade, denn es kommen zwei interessante Entwicklungen dazu. Zum einen kommt das Thema 5G-Slicing dazu. Das heißt also, man kann sich einen kleinen Abschnitt vom Netz mieten und diesen auch schwarzfallfest betreiben und für sich selbst nutzen. Und das Thema 5G RedCap kommt dazu. Und 5G RedCap, darüber sprechen wir heute ein bisschen. RedCap bedeutet Reduced Capability. Das heißt also, man könnte es frei übersetzen mit reduzierte Fähigkeiten. Und reduzierte Fähigkeiten meint in dem Sinne nicht, dass das nicht zu verwenden wäre oder sinnvoll wäre, sondern dass die Datenübertragungsraten etwas geringer sind, dafür aber auch der Stromverbrauch massiv sinkt, die Antennen weniger komplex werden und die Geräte auch günstiger werden. Wir haben für 5G RedCap schon einen Netztester im Angebot, mit dem ihr die Netze auch testen könnt, wo sie verfügbar sind. Der Rollout wird in 2025 Fahrt aufnehmen. Ich erzähle euch jetzt noch mal ein paar Details zu RedCap. RedCap ist also wie gesagt eine Untertechnologie von normalem 5G und bietet etwas geringe Bandbreiten. In dem Fall sind geringe Bandbreiten aber nicht wirklich gering. Das heißt also, selbst mit RedCap kann ich noch ungefähr 100 bis 200 Mbit übertragen. Das ist so schnell, wie die meisten DSL-Anschlüsse zu Hause sind oder sogar schneller, je nachdem, wo ihr wohnt. Außerdem habe ich eine etwas höhere Latenz, aber auch da sprechen wir über wenige Millisekunden mehr. Und das ist für alle normalen Steuerungs- und Metering-Anwendungen völlig in Ordnung. Dafür sind aber auch die Komplexität und die Kosten viel, viel geringer. Das heißt, anstatt bei 5G, wo ich dann mehrere Antennenelemente brauche, kann ich bei RedCap mit einem Antennenelement arbeiten. Oder wenn ich etwas mehr Bandbreite brauche, maximal 2 Antennenelementen. Das macht die Montage viel, viel einfacher und viel, viel günstiger. Und die Geräte selbst sind auch günstiger und verbrauchen weniger Strom. Das heißt, mit RedCap komme ich auch in Anlagen rein, die gegebenenfalls über eine Batterie gepuffert sind und nicht so wahnsinnig viel Leistung zur Verfügung haben. Das macht es natürlich insgesamt interessant für ganz, ganz viele Anwendungen. Wir sehen RedCap in Zukunft vor allen Dingen in Bereichen der Anwendung von Smart Meter Gateways und bei der Anwendung von Steuerungsanlagen, also in klassischen 14A-Anlagen, sowohl als auch bei der Anbindung von Substations und anderen Komponenten im Netz, die gesteuert werden müssen. Also überall da, wo ich die Vorteile brauche, ein schwarzfallfestes Netz zu haben, das ich mit RedCap und Slicing realisieren kann und wo ich darauf angewiesen bin, dass ich relativ hohe Datenübertragungsraten habe, die sicher zur Verfügung stehen. Das heißt also zum Beispiel mehr Datenrate als ein 450 MHz Netz liefern könnte. Durch diese RedCap-Geräte habe ich diese beiden Vorteile vereint, zusammen mit dem etwas geringeren Preis und der relativ guten Verfügbarkeit in Zukunft von dem 5G-Netz. Denn das 5G-Netz wird weiter ausgebaut und wird auch schnell ausgebaut, da es entsprechende Anforderungen von der Bundesnetzagentur gibt. Wir sehen in den ersten Gebieten sogar schon, dass 4G-Netze abgeschaltet werden, um neue 5G-Standorte zu eröffnen. Das ist nochmal wichtig, um das im Hinterkopf zu behalten. Das heißt also, dass es auch in Zukunft dazu kommen kann, dass Geräte, die bisher über 4G funktionieren, in diesen Gebieten dann nicht mehr versorgt sind.
Wir arbeiten stark an dem Thema RedCap und sind gerade dabei, verschiedene Geräte und Anwendungen für dieses Thema zu entwickeln und werden euch da in Zukunft noch mit neuen Techniken und Technologien versorgen, die das Metering einfacher machen und die es auch erlauben, ältere Geräte in 5G zu heben, also die für den neuen Standard fit zu machen. Daneben könnt ihr mit unserem Netztester für RedCap natürlich auch jetzt schon messen. Dazu sprecht gerne unseren Vertrieb an, die helfen euch in dem Bereich gerne weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.